Guten Morgen zusammen. Es ist freundliche 6 Uhr, 18 Grad draußen und ich werde mich heute mal ein bisschen wegbewegen vom Königssee. Gestern war ich noch kurz zu Fuß da. Das ist genau das, was ich an sich nicht wollte, aber es ist halt einer der meistbesuchten oder glaube ich der meistbesuchte See Deutschlands. Und heute muss ich mal aus diesem Touristentrubel hier weg und habe mir jetzt so 2, 3 Ziele gesucht, gerade morgens vielleicht noch ein bisschen leerer, die man sich mal anschauen kann. Habe eine kleine Rundtour geplant und da nehme ich euch heute mal mit. Heute leicht beladen, nichts drauf, ja, keine Tasche, nix. Da fährt sich das Ganze natürlich dann gleich noch ein bisschen besser. Aber guck mal, die Kulisse ist natürlich traumhaft. Leider kann ich euch nicht mit wunderschönen Drohnenaufnahmen beglücken, die ich natürlich gerne gemacht hätte. Ist aber hier überall verboten im Berchtesgadener Land, gerade hier am Königssee. Alles Naturschutzgebiet. Ah, schön dieser Bach hier. Im Hintergrund die Berge kriegen schon schön Sonne ab. Ich glaube, das wird ein guter Vormittag heute vom Wetter. Auch noch nicht so warm. Gestern waren ja irgendwie über 30 Grad wieder. So, und das musste ich mir natürlich einmal mal anschauen. Das ist wohl eine der meist fotografierten Kirchen oder Pfarrhäuser in Deutschland. Das ist das Pfarrhaus San Sebastian. Und das muss man natürlich in den Morgenstunden mal als Foto machen. Wobei das klassische Foto ist an sich das mit der Holzbrücke drauf. Da komme ich natürlich mit Enzo nicht hin. Aber das sieht doch super aus. Ja, die wurde 1512 gebaut, die Pfarrkirche. Und relativ häufig gemalt und natürlich fotografiert, wie jetzt auch von mir. Und das ist so schön am frühen Morgen. Kein Verkehr. Too many times before, ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word, you haven't gotta hurt no more. Things are about to get much better. I wanna make this forever. I wanna make this forever. Times before, going in circles on a one-way street, running till your feet get sore. But I guess you haven't heard, you ain't got around no more. Things are about to get much better, so I wanna make this forever. Ach schön, guckt euch die Straße hier an. Über die Hügel, Hintergrund die Berge. So kann ein Tag doch anfangen. Traumhaft schön. Und dann noch Sonne dazu. Da vergisst man doch ganz schnell den Stress, den man sonst so in Berlin hat, in der Großstadt.
Coole Straße. Jetzt geht es hier wieder schön runter. Ich fahre hier natürlich schön vorsichtig, weil ich kenne die Gegend nicht. Und wenn da ein Auto entgegenkommt, das ist sehr schmal hier. Ah, super. Das macht Spaß. Und hier ist so eine kleine wendige Lambretta. Natürlich fantastisch. Kann man schön aus der Hüfte hier reinlenken in die kleinen Kurven. Macht richtig Spaß. Ach, wie schön. Guckt euch das an. Traumhaft. Ja, das ist doch mal eine Kulisse. Schöne Ruhe hier. Ja, und das ist natürlich toll, ne? In diesen Bergen eingerahmt, die Seen. Fantastisch. Ja, das ist jetzt also der Hintersee. Traumhaft schön. Vielleicht jetzt nicht so beeindruckend wie der Königssee, weil es natürlich auch viel kleiner ist hier. Aber dafür ruhiger und ein bisschen idyllischer, mehr Natur. Also wirklich schön. Ach schön, guck mal hier. Auch wieder so ein schöner Bach. Mit dem Gegenlicht durch die Bäume. Traumhaft. Leichter Nebel noch über dem Bach. Ach. Ja, für Leute, die in der Natur leben, alles nichts Besonderes, aber für so einen Stadtmenschen, der aus Berlin kommt, ist das natürlich wunderschön. Wobei man sagen muss, Berlin ist auch sehr grün, wir haben viele Seen, wir haben viel Wald, aber das hier ist halt eine andere Nummer. So, und auf der linken Seite jetzt der Hintersee. Ja, jetzt bin ich am nächsten See angekommen, in der Nähe von Bad Reichenhall. Und da sind die Leute schon am Schwimmen. Ja, man kann gar nicht früh genug losfahren. So, hier ist mal eine Ecke, wo man ein bisschen was sehen kann. Das ist also der Thumsee und morgens um 7 sind da die Leute schon am Schwimmen. Bestimmt recht frisch da drin. Aber eine schöne Location, hier ist ein großer Parkplatz, kann man dann anhalten, baden gehen, alles super. Ja, und hier sieht man nochmal den traumhaften See, also Thumsee wirklich schön. Es scheint so ein bisschen so ein Geheimtipp zu sein, weil hier gehen unheimlich viele Leute schwimmen. Hier sind überall so kleine Zugänge zum Wasser, wo man sein Auto abstellt und dann zack ins Wasser rein und eine Runde schwimmen. Wasser sieht auch extrem sauber aus. Also es muss nicht immer der Königssee sein. Hier hat man auch traumhafte Kulisse mit den Bergen. Dafür aber deutlich ruhiger. Also überall hier ein Weg, kommt man schnell mal ran ans Wasser. Och, ist das klar. Guckt euch das an. Super schön. Und Temperatur? Oh, ist gar nicht so kalt. Angenehm. Ja, hier könnte ich mir jetzt auch vorstellen, schön mal reinspringen und eine Runde schwimmen. So, nächster Ausflugsziel erreicht heute. Und zwar bin ich in Hogelwörth und da unten ist eine wunderschöne Kirche an einem See. Das ist eine Klosterkirche. Ja, traumhaft ruhiger See hier mit Seerosen. Nur Vogelzwitschern, absolute Ruhe. Also das ist der Hogelwörther See und das Kloster hinter mir stand tatsächlich mal auf einer Insel im See. Aber dann im Laufe der Jahrhunderte ist das Ganze dann verlandet worden und jetzt steht sie auf einer Halbinsel. Ja, also eine uralte Geschichte, 900 Jahre alt und eine idyllische Lage. Wahnsinn, 900 Jahre alt. Aber natürlich eine traumhafte Lage, wenn man bedenkt, dass das hier auf so einer Insel gebaut wurde. Ja, das scheint dann hier der Hof des Klosters gewesen zu sein. Auch noch lustig, ne? Diese großen Türen mit einer kleinen Tür innen drin.
Ja, und das Witzige ist, das habt ihr aber in Burgen und Schlössern von damals immer. Guckt mal die Größe der Tür an. Die Leute waren damals halt wirklich etwas kleiner. Sieht man auch an Ritterrüstungen. Ne? Also wenn ihr euch so alte Rüstungen anguckt, man denkt immer so an diese heroischen Riesen. Nee, die waren ziemlich klein im Mittelalter, aber extrem kräftig. Ja, also dieses Kloster wurde 1125 gegründet. Also so, für heute mache ich mal Schluss. Habe ein paar wunderschöne Locations gesehen. Also wenn man da ist, wo wirklich das alles sehr touristisch ist, guckt mal in Google oder fragt die KI nach irgendwelchen Geheimtipps. Und ja, so eine Sachen hier wunderschön, nicht überlaufen. Auch die Seen, die wir vorhin gesehen haben, traumhaft. Man muss halt nur früh los. Ich glaube, so ab Mittag, wenn es richtig heiß wird, ist es dann überall voll. Ich bin jetzt schon wieder über 3 Stunden unterwegs, eine ganze Menge gefahren. Werde mir jetzt noch eine schöne Route zurücksuchen. Für morgen habe ich mir auch schon eine tolle Route rausgesucht. Da geht es aber eher um ein tolles Fahrerlebnis. Wird euch sehr gefallen. Und den Tag danach geht es schon wieder los, weiter Richtung Süden. Genaues Ziel habe ich noch nicht. Da muss ich mal überlegen. Ich suche mal so Step by Step mir Orte, die mir gefallen. Aber das war jetzt ein bisschen eine Lehre. Also Königssee, so schön wie es ist, aber das ist mir zu touristisch. Also ich brauche was ein bisschen ruhiger. Denn die Reise soll ja auch ein bisschen Spaß machen, ein bisschen Erholung bieten und Spaß mit Enzo bringen beim Fahren. Von daher lieber ruhige Straßen, die nicht überfüllt sind. So wie heute. Ne? Wunderschöne, kurvige Straßen, kein Verkehr. Da macht es richtig Spaß mit der Lambretta. Auf geht's zurück zum Frühstück. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Daumen nach oben hinterlassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Bis dann und ciao.